Wenn du das dann vergleichst, du sagtest eben, dass du an der Sideline deiner Nationalmannschaft ganz viele Leute gesehen hast, die in der NFL Europe waren oder zumindest bei diesen Camps. Wenn du das miteinander vergleichen würdest, und zwar die Sea Devils mit der Nationalmannschaften, welchen Unterschied würdest du da sehen, beziehungsweise welche Unterschiede könntest du uns da erklären? Profi zu Amateur, habe ich eben schon mal gesagt, Competition. Ich habe vieles auch in der NFL gelernt, was Taktik angeht und Technik angeht, und da hat man auch lange Jahre von gelebt, auch dieses, wie man, wenn man so eine intensive Kraftvorbereitung macht auf Football, was das eigentlich bringt. Dadurch, dass ich also schon immer Kraftsport gemacht habe und sie dann für ein halbes Jahr exponentiell höher angesetzt habe und einfach viel, viel mehr gemacht habe, habe ich auch gesehen, wie viel mehr Kraftsport bringt. Das ist alles Sachen, die ich da auch gelernt habe, aber also der größte Unterschied zum Amateursport ist einfach die Intensität. Die Intensität eines Spielzugs im deutschen Amateurfootball dauert 2 Sekunden für 80% der Menschen, die auf dem Feld stehen. Die Intensität für einen Trainer in Deutschland zu 80% ist vom Trainingsanfang bis Trainingsende. Und die 20% der Spieler, die wir machen, was man immer möchte, gehen zur Whistle. Also bis zum letzten. Und das nicht dieses... Und wenn man sich Tape anguckt, dann als Trainer weiß man das sofort, wie viele Spieler da Intensität leben oder wie viele nicht. Und Milan war auch zum Beispiel, also habt ihr auch schon mit ihm gesprochen, das war auch zum Beispiel für mich für einen der Intensität nochmal eine Sekunde über den Pfiff. Also jemand, der immer, wo der Motor nicht aufhört. Und das ist so eine Sache, die in Deutschland halt sind das 20%. Mit denen musst du dich dann das ganze Spiel auseinandersetzen. Früher war das zum Beispiel Simon Sommerfeld aus Hamburg als Linebacker. Mit dem konnte ich mich das ganze Spiel, und zwar von Spielzuganfang bis Spielzugende, auseinandersetzen. Und das ist Competition gewesen. Und davon gibt es im deutschen Football aber eben nur 20%, höchstens. Und die sind fast alle in der ersten Liga oder ein paar in der zweiten. Und in der NFL Europe war der 5. Backup immer noch 10 Level drüber, was die Intensität angeht. Okay. Ich glaube, dass viele Deutsche vom körperlichen Potenzial damals das geschafft hätten können, da wirklich Amerikaner des Feldes zu verweisen. So, ne? Also ich glaube, dass viele die Chance, wenn sie die Chancen gehabt hätten, das hätten machen können mit den Leuten. NFL ist nochmal ein ganz anderer Schnack, aber NFL Europe auf jeden Fall. Aber was denen allen gefehlt hat, ist die Intensität zu behalten. Und das war auch eines der größten Auswahlkriterien für uns als Spieler. Das habe ich zumindest in der Zeit sehr bewusst wahrgenommen. Und das spätestens, wenn du dann im Training gemerkt hast, dass du jeden Spielzug einen vor dir stehen hast, der dir, wenn du nicht bis zur letzten Sekunde, bis zum Pfiff wirklich Vollgas gibst, dass du dann im Dreck liegst. Und zwar jeden Spielzug, weil der das macht. Weil das ist das, was bei denen halt wirklich im Blut ist. Das kannst du nicht wegdenken. Bei manchen ist das so, weil das deren Job ist. Du hast eine ganz andere, ne, ist halt nicht Hobby. Und manche leben das wirklich so. Und das ist der größte Unterschied. Also Effort und Intensity, das sind so die 2 Worte, die kann man in Deutschland viel benutzen. Aber wenn du das nicht so erlebt hast, dann... Ich habe auch die ersten Jahre dann als Trainer, als ich wiedergekommen bin, also im Amateurbereich, versucht habe, das zu reproduzieren. Und das kannst du nur ganz selten und in ganz bestimmten Umständen auch wirklich reproduzieren. Und wenn du dann aber das hast und so eine Mannschaft hast, die das wirklich lebt und versteht, dann kann kommen, was will. Also dann macht es auch keinen Unterschied mehr, welchen Spielzug du callst, was viele sagen. So, ne? Also das sind alles nur Sprüche, aber es ist dann wirklich, da steckt so viel Wahrheit drin. Aber wenn du es wirklich mal erlebt hast, und das Krasse war, bist du durch den ganzen Trainingskrams durch und du dachtest so, ey, die National Camps waren schon hart, und dann bist du in das richtige Camp gekommen und dachtest so, okay, für die ist es auch easy, nee, dann ging es wieder weiter. Das heißt, die Amis, für die war das ja teilweise immer noch ein Kampf um den Job, weil das war ja für die auch ein Camp, wo gecuttet wurde. Ja. Und das war dann auch körperlich dann halt für die jeden Spielzug wieder 150%. Und als wir dann wieder in Deutschland waren, dachte ich so, okay, jetzt mehr geht nicht, weil du trainierst ja schlimmer, als du spielst. Nee, im Spiel war das dann nochmal ein ganz anderes Level. Ja. Nochmal ein ganz. Und das war so dieses immer, da geht noch was, da geht noch was. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich weiß, das war für dich so weit weg damals, aber NFL, du weißt, egal was da abgeht, garantiert nochmal so eine Steigerung. Es war immer so diese krassen Stufen drin. Unglaublich. Und da warst du aber noch gar nicht fest bei den Sea Devils, sondern da warst du erstmal nur in diesem Pool von Spielern, die zu den NFL Europe Mannschaften in Tampa Bay, ja.
Genau. Also da haben wir angefangen mit dem National, mit 170 Europäern, Mexikanern, Japanern. Haben da, ich weiß nicht mehr wie lange, aber 2 Days gemacht. Ich glaube 2 Wochen oder 2,5 Wochen 2 Days durchgehend. Und dann haben sie uns am Schluss davon 3 Tage Ruhe gegeben, wo ich dann aber mit Bastian weiter pumpen gegangen bin. Also nicht so intensiv, aber dass den Körper was bewegt hat. Und da wurden, ich glaube, 58 Leute noch, oder 68 von diesen 170 wurden noch beibehalten, der Rest wurde nach Hause geschickt. Und dann ging es halt mit den Mannschaftscamps los. Das heißt, da kam wirklich so ein National Draft. Da sind die NFL Europe Head Coaches hingegangen und haben gesagt, das ist unser National Player Pool. Die konnten sich die Tapes vom Training angucken und so weiter und so fort. Und die sind auch zu unserem letzten 2 Camp-Tagen auch hingekommen und haben dann schon manchmal Hände geschüttelt. Und da habe ich damals auch von unserem Head Coach von den Sea Devils, da durfte ich auch Hallo sagen. Und dann war das schon einigermaßen deutlich, wer wo beim Draft rauskommt, so ungefähr für die Leute. Okay. Und dann haben wir halt wirklich das Sea Devils Camp gehabt und viele NFL-Teams haben dann nicht nur Amerikaner in der Überzahl gehabt, also dass da auch gecuttet werden musste, sondern haben auch die Entscheidung getroffen, okay, wir nehmen nicht nur 8 Europäer, Mexikaner, Japaner mit, also du musstest ja 8 im Roster haben, sondern die haben dann 12 mitgenommen. Das heißt, dann war da immer noch ein Auswahlprozess, weil die sich nicht sicher waren, wollen wir jetzt den oder den. Okay. Und da habe ich gemerkt, dass die Hamburger Coaches echt anders getickt haben als die anderen Trainer. Das haben wir auch immer wieder gespiegelt bekommen. Also nicht alle, aber es waren halt wirklich so ein paar echt krasse Hardliner in der NFL, was Trainer anging. Die haben Europäer auch anders behandelt als die Amerikaner. Also wirklich wie zweite Reihe Spieler, die auch nur aufs Feld gelassen haben, wenn sie mussten. Und bei uns war das, wir haben von Anfang an gewusst, wir sind die 8, die mitkommen nach Deutschland. Also von den Leuten, die da waren. Also waren 2 Schweden, ein Schotte, wir ein paar Deutsche und das war halt, wir wussten genau, wer es sein wird. Und okay. Das hat uns so viel Ruhe gegeben, dass wir uns dann auf die Competition mit den Amerikanern konzentrieren konnten, weil wir mussten uns ja nochmal an das Niveau gewöhnen. Ja. Und das wussten die und das hat uns echt geholfen. Und am Schluss hat es dazu geführt, dass wir, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, in den ersten 2, 3 Spielen mit 4 Startern Deutsche waren. Oder, jetzt muss ich überlegen, Aiden war Linebacker auf England. Also dieser D-Liner und Randy als Linebacker noch. Also wir hatten 2 Linebacker und 2 Defensive in der Rotation, also nicht permanent. Nee, aber schon 4, wo wir nicht mal auf dem Feld sein mussten. Und das war genial, weil wir einfach so weit, und ich glaube, das haben wir nur geschafft wegen dieser Entscheidung der Trainer. Ja, weil ihr euch einfach darauf fokussieren konntet. Genau. Und sagen könnt, ich musste mich nicht noch, okay, nimmt er jetzt den oder den oder muss ich jetzt noch darum kämpfen, sondern ich konnte mich wirklich ins Playbook reinsetzen. War auch noch ein bisschen funny, weil ich habe da eine Lungenentzündung gekriegt und die Physios, zu denen ich dann geschickt wurde, haben gesagt, ja, hier komm, hast du eine Hustentablette. Und dann nach 2 Tagen nicht atmen können, haben sie mich dann an ein Röntgengerät gesteckt und dann gesehen, oh, du hast eine Lungenentzündung. Ich so, ach, sonst wäre ich auch zum Training gegangen. Und eine Lungenentzündung ist ja nichts, was du irgendwie, ist ja kein Bakterium oder so, das ist ja eine Entzündung. Ja. Und die ganzen Amis haben mich schon behandelt wie so ein Leprakranken, weil die halt überhaupt nicht klar gekommen sind, darum, was es ist. Und dann bin ich dann nach 5 Tagen auf Antibiotika mit ins National Camp eingestiegen, weil das halt angefangen hatte nach. Also 2 Tage waren wir so mit dem Team zusammen, bevor wir angefangen haben zu trainieren. Da war ich schon krank. Wegen Klimaanlage. Also das ist ja da auch Brauch, was hier nicht Brauch ist. Und dann 3 Tage haben sie dann trainiert und dachte ich so, du musst aufs Feld. Das geht so nicht. Und dann habe ich mich da über das Feld gekratzt, so ungefähr. Und damit ich da irgendwie, damit sie nicht noch einen reinholen, so ungefähr. Ja, klar. Ne? Weil das ist halt Business. Das merkst du da wirklich. Da waren in den ersten 3, 4 Tagen war da so einer plötzlich weg und jemand anders stand da. Das war echt eine andere Erfahrung, was du halt in Deutschland nie machst, oder? Dass mal eben einer ausgetauscht wird. War aber auch gut fürs spätere Verständnis, wie manche amerikanische Trainer denken, die hier anfangen zu coachen und auch teilweise die schon jahrelang hier sind. Ja. Weil diese Denkweise da so tief drin steckt, so, ne? Next man up. Und das ist dann wirklich ernst gemeint. So, ne? Wir nehmen einfach den nächsten und wir so, da ist kein nächster. Ja, du musst ihn jetzt entweder ausbilden oder er kuriert sich aus. Also. Ja. Wie ist denn das? Du warst ja im Prinzip ein Jahr dann, ich glaube auch das erste Jahr, das war das erste Jahr von den Sea Devils im Prinzip. Genau. Das war dann aber für dich ein Jahr. Mehr hast du dann da nicht gemacht. Genau. Ist das richtig? Richtig. Aus welchem Grund? Persönlichen oder? Also am Ende habe ich für mich eine Priorität gesetzt, was meinen Studienabschluss ging. Mhm. Ich bin Softwareentwickler. Ja. Oder damals habe ich Informatik studiert und
habe meine Abschlussarbeit schon programmiert, aber noch nicht geschrieben. Und ich hatte also noch keinen Abschluss in der Tasche. Und da habe ich mich verletzt, im vierten Ligaspiel habe ich mich verletzt. Mit Patellasehnenabriss, was dann doch schon eine etwas größere OP ist. Und dann bis zum Dreivierteljahr wirklich gehbehindert. Also du kannst nicht richtig gehen. Also da wird dir eine Zeit lang so ein Metallschlauch ins Knie gesetzt, also eine Metallschnur mit einem Schloss, dass die Kniescheibe sich nicht bewegt. Und dann darfst du dein Knie auch erst 3 Monate nicht strecken oder nur strecken und dann 3 Monate kannst du langsam versuchen, deine Beugung wieder zu kriegen. Das heißt, nach einem halben Jahr kannst du erst wieder mehr als 20% belasten und danach kannst du erst Reha anfangen. So, ne? Mein Beinunterschied in der Europe war ja, ich habe echt mega zugenommen. Damals war ich glaube, 45 Kilo mehr Mensch als jetzt. Aber Mensch, also wirklich fast nur Muskelmasse und die Beine, das eine Bein war halt so, wie es jetzt aussieht, und das andere war doppelt so dick wahrscheinlich. Und das war unglaublich. So 15 cm Durchmesser weniger, weil ich das nicht bewegen konnte. Und Patrick Sumi hat mich damals gefragt, das war mein National Coach bei den Hamburg Sea Devils, haben mich irgendwann angefragt, ob ich dann wiederkommen möchte. Und das war halt zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade, ich glaube, mit nicht mal Kniebeuge, sondern einfach nur Beinstrecker oder anfangen durfte mit 5 Kilo. Ob ich denn dieses Jahr wiederkommen möchte. Und das war echt so eine Gewissensentscheidung für mich. Ne? Machst jetzt deinen Abschluss und dann kannst du immer noch mal gucken, ob du mal wieder machen kannst oder nicht. Weil es kann ja sehr, sehr schnell gehen, habe ich halt gemerkt. Und dann bist du auch sehr, sehr lange K.O. Und ich wusste, dass es beruflich für mich keine Option ist. Also damals war ich 25. Die haben, was Spielerauswahl für die Practice Squads in Amerika, war das so die harte Grenze zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, einer nur, der wirklich ein Ausnahmeathlet war Peter Heyer. Und Peter war damals mit mir schon in der Jugendnationalmannschaft, das war total lustig. Und da habe ich ihn dann wieder getroffen. Und der war zu dem Zeitpunkt bei den Kansas City Chiefs im Trainingslager als Practice Squad und hat dann auch das Jahr da verbracht. Und da wurde mir die Geschichte zugetragen, Footballer-Geschichten, dass er so gut war, dass sie ihn aktivieren wollten, weil die auch Verletzte hatten und er sowieso genug war. Und das hätte bedeutet, dass er wirklich einen NFL-Vertrag bekommen hätte und sie durften es nicht, weil er einen NFL Europe Practice Squad Platz damals hatte. Also nicht normalen NFL, sondern diese Development Spots. Ja. Und das sind spezielle Verträge, die nicht aktivieren dürfen, weil das hat wieder was mit Arbeitsrecht und so da in Amerika zu tun. Ich glaube, es hing damals zusammen, ich weiß es nicht, ich glaube, dass die, genauso wie in Deutschland, der Amerikaner den Vorrecht auf den Job hat, als im Vergleich zu jemandem, der es nicht kann. Es sei denn, er ist besser qualifiziert und dadurch, dass du halt als National Practice Squad bist, du auf keinen Fall besser qualifiziert als ein Practice Squad Spieler. Ja. Also ein richtiger. Glaube ich, war das zumindest damals die Thematik. Und da hättest du auf jeden Fall Geld verdient, ungefähr, also damals als National Practice Squad Spieler das ganze Jahr über, ungefähr genauso viel, wie ich dann als Ingenieur, als Entwickler verdient hätte. Da habe ich gesagt, das eine machst du vielleicht ein Jahr, nimmst natürlich unheimlich viel mit, aber wer weiß, was das bedeutet, ob ich dann meinen Abschluss noch hinkriege und so weiter und so fort. Also das sind da kommt wirklich, wenn du dann Richtung Beruf gehst und und da habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich mache meinen Abschluss. Bin dann sogar ins Masterstudium gegangen, aber dann war das auch zu weit weg für mich am Schluss. Auch weil ich wusste, was ich da alles reinstecken muss und dann wollte ich mich wirklich dann auf die berufliche Laufbahn konzentrieren, bevor ich da wieder zurückgehe. Genau. Und hast dann aber parallel im Prinzip oder währenddessen ja auch immer dann in Lübeck trotzdem noch Also 2006 habe ich versucht wieder einzusteigen, bin langsam wieder eingestiegen und habe eigentlich 2007 erst wirklich wieder angefangen. Richtig zu spielen. Okay. Also ich habe, glaube ich, am Ende der Saison ein bisschen was mitgezockt, aber das war das war nicht so Football, wie ich es mir vorstelle. Für mich. Also es war so, ne? wieder reinkommen. Ich habe teilgenommen. Prinzip, ne? Genau. Und das war immer noch, dadurch, dass ich viele Erfahrungen und was ich an Krafttraining gemacht habe in der Europe, ich habe mein Bein noch 1,5 Jahre später erst wieder so weit gehabt, aber das ist ja nicht das Einzige, worauf durch Football basiert. Also die Erfahrung und die Geschwindigkeit vor allen Dingen das war wie Zeitlupe auf einmal. Weil das ich meine, diese ganzen Stufen, die ich davor durchgemacht hatte, das hat einen so schnell, so weit entwickelt. Ich glaube, der Milan auch erzählt, die Zeit, die er im College war, dass wenn du Tour Days machst einmal, das ist
Das ist unglaublich, was du da und dann auch wirklich Video guckst zu jedem Training, was du in Deutschland ja auch super selten machst. Ja, genau. Wie schnell du dich da weiterentwickeln kannst und dann auch mit der Competition, das ist manchen Menschen gar nicht bewusst, wie schnell das gehen kann für Spieler, wo man jetzt zum Beispiel auch, wie wir jetzt Spieler nach Amerika schicken und nicht zu wenig sogar ins College, wo sich manche dann wundern, boah, wie schnell ist der gut geworden. Das ist einfach, wenn du das den ganzen Tag machst oder zweimal am Tag und dann hast du zwar keine Freizeit mehr, aber du kannst dich so schnell weiterentwickeln, wenn du das machst. Das ist irre. Das ist halt nur keiner bereit in Deutschland zu machen. Nee, hier haben wir das halt, alle haben noch einen Hauptjob, ne? Und damit meine ich nicht die Spieler, weil viele Ach so. von denen würden es wahrscheinlich sogar tun, aber die Organisation drumherum, das kannst du nicht gewährleisten im Amateursport. Ne, das stimmt. Dafür sind zu viele unbezahlte Jobs im Prinzip. Sowas wie die Hull Academy jetzt. Ne? Also das sind ja so eine Sachen, die kannst du nur aufziehen, wenn da Vollbezahlte sitzen, die sich dann auch drum kümmern können. Und die Spieler in dem Internat sitzen, wo sie dann auch ihren Tagesablauf darauf abstimmen können. Und das ist halt so diese Grenzsituation, in der wir uns halt befinden, weil wir Amateursport machen.